Hallo allerseits und willkommen zum 7. Teil meines Bauberichts über das Diorama mit dem Titel Der Zusammenstoß. In den vorausgegangenen Teilen haben wir die Fahrzeugmodelle gebaut, lackiert und gealtert, sowie die Figuren bemalt und auch den Dioramensockel vorbereitet. Nun geht es um die Gestaltung des Dioramas, was dieses Projekt dann auch zum Abschluss bringen wird. Rekapitulieren wir nochmal, woraus der Dioramensockel besteht. Die Basis bildet eine Holzplatte, deren Ränder mit Balsaholzplatten beklebt wurden. In den inneren Bereich wurde eine Styroporplatte geklebt und anschließend die Geländeform herausgeschnitten. Die Oberseite des Dioramas wurde danach mit Mörtel und Modelliermasse bestrichen und damit die Form des Geländes detaillierter ausgeformt. Nun geht es weiter mit der Gestaltung der Oberfläche des Dioramas. Zuerst besprühe ich das Diorama mit Revell Matt 87 Erdfarbe. Damit soll verhindert werden, dass später die hellgraue Modelliermasse noch irgendwo durchscheint. Dieser Schritt ist nicht unbedingt notwendig, ich halte das für eine reine Sicherheitsmaßnahme. Normalerweise bröselt von all dem Material, das wir auf das Diorama kleben, nichts ab, aber sollte sich doch irgendwas ablösen im Lauf der Jahre, dann tritt eben nur diese braune Grundierung zutage und wir müssen das Diorama nicht aufwendig reparieren. Als nächstes erzeugen wir die Textur des Bodens. In diesem Fall handelt es sich um eine ziemlich schlammige Rollbahn irgendwo in Russland, was nicht sonderlich aufwendig darzustellen ist. Eine der Hauptzutaten für fast alle meine Dioramen ist Erde aus meinem Garten. Das Zeug ist im wahrsten Sinne des Wortes drecksbillig und unheimlich vielseitig, wenn es um die Alterung von Modellen geht und auch um den Dioramenbau. Ohne dieses Material wäre ich echt aufgeschmissen. Ich sammle die Erde einfach in unserem Gemüsebeet, idealerweise nach ein paar trockenen Tagen. Es kann auch nicht schaden, wenn ein paar kleine Steinchen oder feine Wurzeln mit dabei sind. Als nächstes wird eine für die Größe des Dioramas geeignete Menge Erdpulver mit etwas Ponal-Holzleim und Wasser vermischt. Wir erinnern uns, diese Dreckpaste haben wir auch schon vorher verwendet, um die Fahrzeuge und Figuren zu verschmutzen. Allerdings ist die Paste, die ich hier für das Diorama anrühre, wesentlich dicker. Man sollte auch beim Holzleim nicht zu sparsam sein, man kann eigentlich nicht zu viel Leim beimischen, höchstens zu wenig. Das Wasser dient nur dazu, die Paste etwas streichfähiger zu machen. Anschließend trage ich die Erdpaste auf das ganze Diorama auf. Hierfür eignet sich am besten ein alter Borstenpinsel. Tupfen funktioniert tatsächlich besser als Streichen, so vermeidet man sichtbare Pinselstriche und die Oberfläche wirkt dadurch etwas unregelmäßiger. Direkt im Anschluss streue ich auch noch etwas zusätzliche trockene Erde auf die noch feuchte Oberfläche. Das sorgt für eine noch überzeugendere Textur und erst dadurch wirkt das Ergebnis am Ende fast wie echt. Ich halte das für einen sehr wichtigen Schritt, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so erscheinen mag. Lässt man diesen Schritt weg, kann man bei genauerem Hinsehen später irgendwie noch erkennen, dass die Oberfläche mit einer Paste bestrichen wurde und das ruiniert so ein bisschen die Illusion, finde ich. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Damit das Diorama später wie aus einem Guss wirkt, sollte man auch gleich alle Grasbüschel und Sträucher mit einarbeiten. Ihr seht schon, beim Dioramenbau kann man sich phasenweise nicht sehr viel Zeit lassen, auch wenn der Ponal-Holzleim ungefähr ein Zeitfenster von einer Stunde zulässt, aber das ist knapp genug. Auf der Unterseite der Grasbüschel trage ich einfach einen Tropfen Holzleim auf und danach werden die Grasbüschel auf der noch feuchten Oberfläche des Dioramas möglichst unregelmäßig platziert. Dabei lohnt es sich, verschiedene Farben, Größen und Wuchshöhen zu mischen, um ein möglichst naturgetreues Erscheinungsbild zu bekommen. Aus diesem Grund halte ich stets viele verschiedene Grasbüschel von unterschiedlichen Herstellern vor, um
hier wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können. Für dieses Diorama reichen uns einige Grasbüschel von Mini Natur, Vallejo und Fredericus Rex. Unser Straßengraben ist nun vollständig bepflanzt, nur der hervorquellende Holzleim stört etwas. Daher streue ich nochmals etwas trockenes Erdpulver über das Diorama. Dadurch wird der Holzleim abgedeckt und die Grasbüschel betten sich noch besser in die Szene ein. Apropos Einbetten, auch die Fahrzeuge und Figuren sollen sich auf realistische Art und Weise in das Diorama einfügen. Deshalb ist es wichtig, auch diese Komponenten in die noch feuchte und weiche Oberfläche mit einzuarbeiten. Nachdem ich die Positionen des T34 und des Stuck 3 festgelegt habe, klebe ich beide Modelle mit etwas Holzleim auf das Diorama und presse sie fest in den Untergrund. Die Modelle sollen ja nicht auf dem Diorama stehen, sondern im Diorama. Es ist also wichtig, dass die Ketten und Räder satten Kontakt mit dem schlammigen Untergrund haben, notfalls hilft man mit sanftem Druck etwas nach. Gleichzeitig sollte man auch Ketten und Reifenspuren mit einarbeiten. Man hat ja immer diverse übrige Reifen und Ketten zur Hand, die sich als Stempel verwenden lassen. Am besten befeuchtet man die Stempel vorher mit Wasser, dadurch wird der Untergrund etwas formbarer und die Stempel setzen sich auch nicht so schnell mit Erde zu. Auch ein Schaschlikspieß ist ein nützliches Werkzeug zur Darstellung von Spuren. Ich stelle damit die Reifenspuren des Motorrads dar, sowie Spuren von anderen Fahrzeugen mit schmalen Reifen, wie etwa Fuhrwerken. Da hier ein zwar einfacher, aber dennoch stark befahrener Weg dargestellt werden soll, braucht man mit Reifen und Kettenspuren nicht sparsam sein. Zuletzt werden vor der vollständigen Trocknung der Erde auch noch die Figuren mit eingearbeitet, auch diese sollen im Diorama stehen und nicht auf dem Diorama. Dazu trage ich etwas Holzlein auf den Sohlen auf und platziere die Figuren an der gewünschten Stelle. Die noch vorhandenen Drahtstücke in den Füßen aus der Bemalungsphase kann man hier gleich mitnutzen, diese sorgen für eine stabilere Verbindung mit dem Untergrund. Das war jetzt eine Menge Arbeit auf einmal, nun lassen wir das Diorama erstmal einen Tag durchtrocknen. Es kann passieren, dass sich beim Trocknen auf der Oberfläche einige größere und kleinere Risse bilden. Das lässt sich nicht immer vermeiden, vor allem bei großen Flächen, aber die Risse lassen sich leicht beseitigen. Hierfür schmiere ich eine etwas stärker verdünnte Variante der Erdpaste mit einem relativ kleinen Pinsel in diese Risse und fülle sie so auf. Damit wäre das Problem behoben. Die an einigen Stellen etwas über den Rand gequollene Erdpaste sieht nicht so schön und professionell aus, deshalb schleife ich die überschüssige Erde einfach weg. Man könnte den Rahmen stattdessen vorher abkleben, aber auch das hat gewisse Nachteile.
Wir haben jetzt zwar eine sehr realistische Textur auf dem Untergrund des Dioramas, aber die Erde wirkt viel zu trocken. Es soll eine recht schlammige Rollbahn dargestellt werden und die Farbe des Untergrunds muss außerdem auch zu den Schlammeffekten auf den Fahrzeugmodellen passen. Wir werden also die Erde wieder mit verdünnter Ölfarbe tönen, genauso wie wir es schon bei den Fahrzeugmodellen gemacht haben. Hierfür kommt wieder die Ölfarbe Industrial Earth von der 502. Abteilung zum Einsatz, die mit Feuerzeugbenzin stark verdünnt wird. Dieses Ölfarbenwash trage ich nun in sehr großzügiger Art und Weise auf dem Untergrund des Dioramas auf. Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich die Schmutzablagerungen auf den Stiefeln der Figuren mit behandeln. Diese Prozedur ist nicht mit einem einzigen Durchgang zu erledigen, stattdessen empfehle ich hier mehrere Aufträge des Ölfarbenwashs hintereinander. Mit jedem Durchgang wird die Erde ein wenig stärker abgedunkelt und man kann auch gezielt bestimmte Bereiche herausarbeiten, wie etwa die Reifen und Kettenspuren. Das sorgt für eine nach wie vor natürliche und realistische Farbgebung des Untergrunds und betont zugleich die Details. Da das Ölfarbenwash recht schnell trocknet, kann man hier zügig arbeiten und die Farbgebung des Untergrunds dem Aussehen der Schlammeffekte auf den Fahrzeugmodellen anpassen. Jetzt fehlt nur noch eine Sache für unsere Dioramenszene, der Schnee. Ich verwende für die Darstellung von Schnee gerne dieses Schneepulver aus Italien von Rasteranao. Leider ist dieses sehr einfach zu verwendende Schneepulver nicht mehr so leicht zu bekommen, es ist überall ausverkauft. Ich hoffe, dass sich dafür bald wieder eine neue Quelle auftut, denn bisher habe ich noch kein gleichwertiges Schneeprodukt für diesen Maßstab gefunden. Auch dieses Schneepulver wird wieder mit etwas Pronalholzleim und Wasser zu einer Schneepaste vermischt und anschließend mit einem Borstenpinsel aufgetragen. In diesem Fall wollen wir aber keine geschlossene Schneedecke darstellen, sondern nur einen leicht angezuckerten Effekt erzeugen, wie er sich bei einem leichten Schneefall im Spätherbst ergibt. Auffällig ist bei dieser Art von Schneefällen häufig, dass der Schnee beim Kontakt mit dem Boden mehr oder weniger sofort schmilzt, jedoch auf den Blättern der Gräser eher liegen bleibt und dort sogar eine relativ dicke Schicht bildet. Daher betupfe ich die Grasbüschel vorsichtig mit der Schneepaste, sodass der Schnee vorwiegend auf den Spitzen der Grasbüschel hängen bleibt. Dabei ist wichtig, dass die Schneepaste nicht zu dünnflüssig ist, sonst rinnt der Schnee nach unten und wir bekommen einen gegenteiligen Effekt als Resultat. Die schlammige Rollbahn möchte ich dagegen nur ganz geringfügig überzuckern, auf feuchten Schlamm kommen Schneeflocken naturgemäß weniger leicht zum Liegen. Dafür habe ich ein zweites Schälchen vorbereitet, in dem sich deutlich stärker mit Wasser verdünntes Schneepulver befindet. Dieses Schneepulverwash trage ich nun auf dem restlichen Untergrund des Dioramas auf.
Man sollte dabei die Intensität etwas variieren, also an einigen Stellen etwas mehr Schneepartikel auftragen als an anderen Stellen. Dabei kann man gänzlich nach dem Zufallsprinzip vorgehen. Nach der Trocknung zeigt sich ein sehr schöner leichter Schnee- und Frosteffekt. An einigen Stellen wurden die Schneepartikel auch etwas durch den Untergrund bräunlich verfärbt, was ein netter Nebeneffekt ist. Analog zu den leichten Schneeeffekten, die wir schon auf den Grasbüscheln aufgetragen haben, füge ich nun noch ein paar zusätzliche Schneeablagerungen hinzu. Diese befinden sich nicht nur auf der Rollbahn, sondern auch auf den Fahrzeugen. Man hört ja immer wieder von diversen Hausmittelchen, wie etwa Natron oder Backpulver, mit denen man auch Schneeeffekte auf Dioramen verwirklichen kann. Ich würde davon stark abraten, denn diese Mittel sind leider nicht farbecht, soll heißen, sie verfärben sich stark im Lauf der Zeit. Natron wird mit der Zeit gelb und lockt außerdem auch diverse Käfer an, die das dann auffressen wollen. Das sind mir spezielle künstliche Produkte für diese Aufgabe deutlich lieber, die behalten ihre Farbe und Form. Wie man sieht, gehe ich hier nicht sehr präzise vor. Ich lasse dem Pinsel die Arbeit tun. Dort, wo ein bisschen Schnee auf dem Diorama kleben bleibt, ist es gut und wo nicht, ist es auch gut. Die Natur lässt sich am überzeugendsten mit dem Zufallsprinzip darstellen. So ergibt sich ein einfacher, aber effektiver Schnee- und Frosteffekt. Damit wären die Hauptarbeiten am Diorama erledigt. Zum Schluss bemale ich den Rahmen des Dioramas mit schwarzer Acrylfarbe und befestige zwei Abzeichen, die zur Dekoration des Rahmens dienen. Man kann an dieser Stelle auch noch weitere Verzierungen oder Beschriftungen anbringen, je nach Gusto. Ich finde, der Rahmen eines Dioramas ist eine Fläche, die sich gut nutzen lässt und dem Diorama noch mehr Aussagekraft gibt. Damit wäre das Diorama und zugleich dieser Baubericht nun endlich abgeschlossen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und denke, dass ich die Essenz des durch einige Fotos belegten Vorfalls ganz gut eingefangen habe, auch wenn es mir nicht gelungen ist, alles genau 1:1 nachzubauen. Das hätte meine Möglichkeiten sowieso überstiegen, daher ist es für mich eine akzeptable Annäherung an die Wirklichkeit. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video und auch den gesamten Baubericht interessant und hilfreich. Solltet ihr die eine oder andere hier vorgestellte Technik mal selbst ausprobieren, dann lasst mich doch bitte wissen, wie ihr damit zurechtgekommen seid. Mich würde echt interessieren, wie andere Modellbauer diese Techniken anwenden und umsetzen und vor allem, zu welchem Ergebnis es dann führt. Schreibt also bitte eure Erfahrungen in die Kommentare, vielen Dank dafür im Voraus. Es folgen jetzt noch einige Detailfotos des Dioramas und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.